Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Gut, dass wir nicht so pünktlich waren. Aber es ist, glaube ich, auch noch ein bisschen zum Gehen. Genau, wir sind jetzt hier vor Palenque, vor der antiken Stätte und warten darauf, dass um 8:15 Uhr der Eintritt beginnt. Das ist ganz praktisch mit dem Campingplatz, wo wir stehen. Da stehen wir erstens im Schatten, das ist gut mit Rio, weil wir haben nur begrenzt Zeit bei den Temperaturen. Und es ist nicht weit, also man kann innerhalb von einem Kilometer oder so hier hinlaufen. Und hier zahlt man den Nationalpark-Eintritt erstmal, dann noch die Gebühr für den Besuch der antiken Stätte. Und wir freuen uns jetzt schon sehr, die uns selbst anzuschauen. Wir sind jetzt hier im Park und auf der Suche nach den Ruinen. Die Luftfeuchtigkeit ist gefühlt nochmal hochgegangen. Also die anderen beiden haben heute Morgen gemeint, dass sie im Auto die Anzeige hatten, dass es 90% Luftfeuchtigkeit hatte. Hier ist man bestimmt bei 100. Und ja, bis jetzt gehen wir durch den Dschungel. Und demnächst wir haben die erste Ruine gefunden. Lange wollten wir mal wieder in einen Dschungel und haben uns so darauf gefreut. Da wir in den Morgenstunden gestartet sind, war die Luft unter dem Blätterdach des Regenwaldes noch schön kühl. Auch mit diesem Wissen für Rio, der im Auto auf dem Campingplatz warten musste, konnten wir die Stätte umso mehr genießen. Bereits die ersten Überreste einzelner Bauwerke haben uns in ihren Bann gezogen, auch wenn nur noch die Grundmauern bzw. vereinzelte Treppen erhalten sind. So gingen wir über die Stufen, die vermutlich bereits vor einigen 100 Jahren verwendet wurden, weiter und knipsten noch das ein oder andere Bild von den Ruinen, bis wir zu einem Wasserfall kamen. Hier hielten wir kurz an, denn auch wenn die Luft noch kühl ist, macht uns beim Bergauflaufen die hohe Luftfeuchtigkeit des Dschungels zu schaffen. Am Ende des Anstiegs öffnete sich uns ein atemberaubender Blick auf die uralten Tempel am zentralen Platz. Wir waren auf jeden Fall gespannt, was noch so alles auf uns wartet. Wir sind jetzt hier auf dem zentralen Plaza angekommen und ich würde mal sagen, die ersten Gebäude sind schon ziemlich beeindruckend. Da hinten geht es noch weiter, da schauen wir jetzt gleich hin. Leider habe ich noch kein Schild gesehen, was das Ganze war, aber da vorne könnte eins sein. Und es ist wirklich beeindruckender wie die Pyramiden bei Teotihuacan. Für uns ist es einfach beeindruckend, was die indigenen Völker hier in Mexiko bereits vor vielen 100 Jahren in den Dschungel gebaut haben. Was muss das damals für ein spektakulärer Anblick gewesen sein? Aber hier merkt man auch, wie sich die Natur früher oder später alles wieder zurückholt. Aus diesem Grund sind viele Bauwerke noch vom Dschungel verschluckt und wir bekommen nur einen kleinen Teil der Ruinen zu sehen. In Palenque graben sie auch noch aktiv die weiteren Bauwerke aus, bzw. versuchen die vorhandenen auch weiterhin instand zu halten.
Echt geil, echt heiß. Auf jeden Fall. Und nachdem man heute Morgen die Brüllaffen nicht mehr gehört hat, wo wir mit dem Hund waren, hört man sie jetzt hier im Hintergrund, wenn man gerade nicht. Jetzt. Also hier im umliegenden Dschungel sind auf jeden Fall Brüllaffen. Und angeblich kann man hier auch die Affen sehen, Tukane und andere Tiere. Bis jetzt, man hört sie, man sieht sie nicht. Hier war gerade noch ein Guide, der gemeint hat, dass der Tempel hier oben der Temple of the Moon ist. Heißt zwar das Soll, also nach der Sonne, weil es Richtung Osten ausgerichtet ist. Aber alle 20 Jahre ist es genau in einer Himmelskonstellation für den Mond ausgerichtet. Das hat die NASA auch bestätigt. Also wirklich beeindruckend, was die indigenen Völker hier damals schon alles wussten. Wir sind jetzt einmal durch und haben gerade noch erfahren, dass ca. 450 Tempel noch hier im Dschungel sind, die noch gar nicht ausgegraben sind. Man könnte jetzt noch eine Dschungeltour machen. Für uns geht es aber zurück zum Auto. Das steht nach wie vor im Schatten unter den Bäumen. Wir sind jetzt knapp eine Stunde hier und ja, bevor es zu warm wird, gehen wir zurück zu Rio, holen ihn raus. Die Größe von den Blättern ist einfach zu krass. Nach der Besichtigung von Palenque ging es für uns weiter nach Campeche, dem nächsten Bundesstaat in Mexiko, der auf unserem Weg liegt. Da wir einiges an Strecke machen wollten, nahmen wir die Mautstraßen und fuhren mit 80 km/h in Richtung Ziel. Unterbrochen wurde die Reisegeschwindigkeit von den Mauthäuschen und natürlich einer Polizeikontrolle. Bereits auf I-Overlander wurde darauf hingewiesen, dass die Beamten hier gerne Touristen herauswinken und kontrollieren. Schauen die Herren mit ihrer Vermummung nicht vertrauenswürdig aus? Richtig, nein. Freunde waren an diesem Checkpoint circa 3 Wochen nach uns und die Beamten waren nicht vermummt. Zudem wurden sie zwar nach Geld gefragt, aber als die Frage verneint wurde, durften sie ihren Weg unbehelligt fortsetzen. Daher fragen wir uns, erkennt man an diesem Umstand die Aufrichtigen von den korrupten Polizisten in Mexiko? Aber wir wissen es nicht. Es ist nur Rätselraten und letztendlich setzten wir unseren Weg fort. Wir sind jetzt circa 180 Kilometer gefahren und ja, wir haben 2 negative Punkte. Einmal, wir verlieren wieder Kühlmittel. Wir sind die ganze Zeit mit leicht erhöhter Motortemperatur gefahren. Es ging nicht in den roten Bereich, aber es war erhöht. Jetzt haben wir nachgeschaut und es ist wieder leer. Jetzt müssen wir, keine Ahnung, morgen nochmal auffüllen. Und man sieht leider nach wie vor nicht, wo es rauskommt. Die Stelle, die ich abgedichtet habe, die ist dicht. Ja, wir wissen es gerade nicht. Und jetzt füllen wir es morgen nochmal auf, wenn es abgekühlt ist. Lassen ihn warm laufen, bevor wir losfahren. Schauen dann, ob es wirklich voll ist. Vielleicht war das auch der Fehler, dass es nicht ganz voll war und wir mit zu wenig schon losgefahren sind. Und ja, das bringt mich gerade ein bisschen zur Verzweiflung, weil es mich einfach mega ankotzt. Und Nummer 2, wir hatten unsere erste Polizeikontrolle, wo der Polizist wirklich was finden wollte. Er hat sich sehr bemüht und es war klar, also jeder durfte weiterfahren, also von den LKWs und wir wurden sofort rausgeholt. Ja, auch die Mexikaner in normalen Autos durften weiterfahren, außer wir. Wir haben es schon gelesen auf I-Overlander, dass der Checkpoint anscheinend in letzter Zeit Probleme gemacht hat. Anderen wurde angehangen, dass sie angeblich Marihuana im Auto haben. Auf der Fußmatte zertreten. Von welchem Laub, wo sie halt wandern waren. Und ja, er war sehr bemüht, was zu finden bei uns. Er hat letztendlich dann, erstmal hat er gefragt, ob wir das Auto überhaupt fahren dürfen, so in der Art. Ja, er hat meinen Führerschein angeschaut und es ist ja ein Autosymbol und kein Van-Symbol. Und hat dann erstmal hinterfragt, ob ich das überhaupt fahren darf. Dann ging es los, als er gemerkt hat, dass es fahren darf, weil ich auch die Gewichtsklassen gesagt habe. Was er dann noch bemängelt hat, dass der Gurt von Rio nicht reicht, den wir haben, der in Deutschland schon reicht, der würde hier nicht reichen, sondern er müsste in einen Käfig während der Fahrt. Ja. Und ja, dann ging die Diskussion los über Google Translate in Englisch und Spanisch. Ja.
weil erstens reicht unser Spanisch nicht für so eine Diskussion und zweitens ist es manchmal auch ganz gut, nicht zu verstehen. Und ja, dann hat er, ich weiß nicht, am Anfang wollte er 2.900 noch was Pesos, also ca. 150 Euro. Strafe. Und dann haben wir gesagt, zahlen wir gerne auf der Polizeistation. Ja. Dann hieß es, ja, das ist aber ein Umweg von 46 Kilometer für uns. Dann haben wir gesagt, das ist ja, übrigens passt. Die Masche, wie sie es immer machen, dass wenn du es lieber zahlst jetzt, weil sonst müssen wir erst 40 Kilometer oder 30 irgendwo zur Polizeistation fahren und sie wissen, dass sie nicht im Recht sind. Deswegen wollen sie das gerne, dass du es direkt zahlst, weil du nervös wirst. Genau, dann hat er dauernd darauf hingewiesen, dass der Hund aber nicht vor darf und keine Ahnung. Und ja, er ist angeschnallt, wie soll er vor? Aber nein, er muss in den Käfig. Und ja, insgesamt hat es eine halbe Stunde gedauert. Wir können ihn vorne und hinten Ja, anschnallen. in dem Moment war er aber hinten. Ja. Also er hat es nicht gesehen, dass er sonst vorne ist. Aber er kann nicht zu den Pedalen runter, darauf kommt es an. Und ja, insgesamt waren wir da eine halbe Stunde und am Ende hieß es, ja okay, wir können weiterfahren. Ich glaube, er hat gemerkt, bei uns war nichts zu holen. Ja. Und er hat, glaube ich, auch gemerkt, dass wir einen langen Atem haben. Ja. Naja, jetzt stehen wir hier neben der Schnellstraße und es wird eine sehr ruhige Nacht. Und morgen geht es dann theoretisch noch über 300 Kilometer bis Mérida. Hoffentlich ist der Motor dann dicht, weil das ja, macht mich schon nachdenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Werkstatt. Ja, wenn unterwegs was kommt. Ja. Ja. Nee. Seht, wir sind irgendwie fertig für den Tag. Ja. Ach ja. Genau. Deshalb war es das jetzt dann auch für heute. Und ja. Morgen geht es dann weiter. Wir haben jetzt circa 6:30. Ich lag jetzt schon unter dem Auto und ich habe die undichte Stelle gefunden. Das ist eine Schlauchstelle mal wieder. Ziehen wir jetzt gleich nach, ich zeige es euch mal. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, auf jeden Fall halb über dem Getriebe vom Ansatz, da tropft es raus. Das ziehe ich jetzt nach und dann hoffen wir mal, dass es dicht ist. Ein ganz normaler Samstagmorgen. Ja, und leider komme ich von unten nicht hin, deshalb muss ich jetzt die Motorhaube wieder ausbauen. Das Schöne ist, dass man hier schön steht. Wäre hier nicht die Schnellstraße. Aber hier der Garten ist super schön. Hier laufen Pfaue rum, Katzen, auch andere Hunde. Also einfach super schön. Okay, jetzt tropft es noch. Also der Schlauch ist kaputt, hat Tobi gerade festgestellt. Es tropft einfach runter. Ja, warte. Sieht man es, glaube ich, wenn ich hier jetzt hindrücke. Da hinten ist die Beule. Und da ist gerade richtig schön der Rinnsal runtergelaufen. Ja, ich meine, ist ja gut, dass man weiß, woher es kommt. Dann kann man wenigstens damit arbeiten. Ja, mal schauen, wie wir das gelöst bekommen, beziehungsweise Tobi, ob er den Schlauch abschneidet und es dann nochmal probiert zu korrigieren. Oder ob wir hier zum Mechaniker fahren müssen und schauen müssen, ob die eine Lösung für uns parat haben. Genau, hier sieht man den Riss. Oh ja. Also es ist ein richtiges Loch. Meine Idee ist jetzt, es hier abzuschneiden gerade. Und dann einfach um das Stück verkürzt hin. Der Schlauch macht hier hinten eh einen Knick. Viel näher darf es nicht hin, weil es sonst wahrscheinlich zu nah am Auspuff ist, aber... Das Problem ist jetzt, ich habe den Motor warm laufen lassen, damit der große Kühlkreislauf geprüft wird. Und ja, dadurch ist alles so heiß am Motor. Naja, jetzt haben wir den Schlauch hier weg. Ich werde den jetzt abschneiden, dann stecken wir den wieder drauf und dann sollte es dicht sein. So, also Tobi hat den neuen, also wir kriegen den Kühlmittelschlauch nicht wirklich drüber. Immer wenn er den ein bisschen drüber hat, reißt er wieder ein. Ich meine, der wird uralt sein und wir stehen hier an einem Restaurant, wo man stehen darf und Tobi geht jetzt mal hin und fragt, ob die den Mechaniker anrufen können. Wir brauchen einen neuen Kühlmittelschlauch, damit wir überhaupt weiterfahren können und so wie das jetzt gerade aussieht,
schaut es nicht gut aus ohne fremde Hilfe. Deswegen mal warten und schauen, ob die uns jemanden rufen können. Gut, dass ein Kühlmittelschlauch eigentlich in dem Fall bei uns nicht das Problem ist zur Teilebeschaffung, weil viele Teile, die wir ja haben, die herzubekommen, sind schon schwierig. Deswegen haben wir auch so viele Ersatzteile bei. Jetzt hoffe ich, dass sie uns helfen können. Sie ist nicht wirklich gewillt zu helfen. Nee? Es gibt keinen Mechaniker nearby. Ja, daher Overländer schon. Habe ich ihr auch gezeigt, hat sie nicht interessiert. Und sie blieb bei ihrem Nein. Tobi probiert jetzt den Schlauch umzudrehen, weil wir hier leider keine Hilfe bekommen. Ja, wenn das nicht funktioniert, dann wissen wir auch nicht. Wir drücken uns einfach die Daumen. Okay, es ist gleich groß. Oh mein Gott, wie haben die den denn damals drauf bekommen? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Echt wahr. Aber ist das nicht ein bisschen mehr geweitet? Wir haben jetzt da hinten noch einen, ich weiß nicht, Gärtner oder so gefunden. Der war bei der zweiten Frage von der Sarah, nicht von mir. Erst hat er auch abgewunken und dann hat Sarah nochmal gefragt, ob er einen Mechaniker kennt oder hier in der Gegend. Und dann hat er uns hier so einen Gartenschlauch abgeschnitten, der über den Schlauch drüber geht. Und da haben wir jetzt gerade das lange Stück erhitzt und draufgesteckt und es passt mit Hitze genau drüber. Und ja, jetzt machen wir es fest, stecken den dann rein, ziehen da wieder fest und dann hoffen wir einfach, dass wir bis zum nächsten Mechaniker also theoretisch ist da in ein paar Kilometern einer. Der nächste Ort mit mehreren Mechanikern wäre, glaube ich, 35 Kilometer entfernt. Ich hoffe, dass wir dann so weit kommen und dann können wir einen neuen Schlauch holen. Kann das schmelzen, der Schlauch? Ja, der ist nicht für die Hitze ausgelegt. Deshalb würde ich es auch jetzt nicht überanstrengen. Oder wir fahren im nächsten Ort dann zum Mechaniker und lassen es dann richtig richten. Ja. Also in den 30 Kilometern. Oder? Ich würde in einem Kilometer schauen, ob der noch da ist. Ja. So, wir haben es jetzt so gut wie es ging geflickt mit dem Ding. Es tropft noch minimalst. Das heißt, wir schauen jetzt, dass wir die 30 Kilometer oder 40 Kilometer zum Mechaniker fahren. In dem Ort gibt es angeblich mehrere und ja, wenn einer früher kommt, umso besser. Und da lassen wir dann den Schlauch wirklich ersetzen, weil ich glaube nicht, dass so ein Gartenschlauch die Hitze im Motorraum aushält. Aber das ist unser bester Versuch, den wir jetzt haben, um hier wegzukommen. Also Sie haben den Schlauch nicht, den wir benötigen. Sie haben nur einen größeren oder kleineren. Ja, wir fahren jetzt mal vor die Werkstatt, die er hat. Und dass er uns gegebenenfalls helfen kann. Er weiß noch nichts davon, aber es nützt ja nichts. Weil der größere ist eigentlich zu groß und der kleinere ist zu klein. Vielleicht hat er noch irgendwie was, womit er uns notfalls helfen könnte. Also nach langem Hin und Her war ein Mechaniker etwas gewillt, uns zu helfen. Und hat uns einen neuen Schlauch verkauft, der zwar zu groß ist. Und hat uns jetzt noch so ein Plastikrohr gegeben, um ein Verbindungsstück zu basteln. Genau, da haben wir auf das Plastikrohr, das hat er angeschliffen. Da haben wir jetzt einen Teil vom alten Schlauch drüber gestülpt, dass der größer wird. Damit passt es hier beim neuen Schlauch als Verbindungsstück zum alten und ja, hoffentlich ist es dann dicht. Weil hier hinten ist es auch deutlich größer als wie der alte Schlauch. Ich habe es jetzt einfach nur festgemacht und hoffe einfach, dass es dicht ist. Und dass wir in der nächsten größeren Stadt vielleicht bei AutoZone oder so uns dann den richtigen Schlauch holen können. Wir sind jetzt hier angekommen, ungeplant. Eigentlich wollten wir heute bis Merida fahren. Jetzt stehen wir knapp 240 Kilometer davor, weil wir einfach viel zu spät losgekommen sind. Und es ist ja im Moment relativ provisorisch geflickt. Wir waren jetzt noch bei AutoZone, haben hier nochmal so einen Schlauch geholt und einen etwas dickeren.
Leider Gottes gibt es wieder kein Verbindungsstück für den auf den. Und ja, bis jetzt schaut die Temperatur aber gut aus. Und ich werde es jetzt gleich nochmal zerlegen, schauen, also Motorhaube ausbauen und dann schauen, ob es dicht war. Und dann fahren wir wahrscheinlich so bis Merida. Dort ist ein Mechaniker, der Deutsch auch spricht. Und den fragen wir dann auch nochmal, ob es hier irgendwie Verbindungsstücke für sowas gibt. Nachher kommen dann noch Arthur und Judith. Und dann lassen wir hier auf der Karibikseite, das ist das erste Mal, dass wir auf der Karibikseite in Mexiko sind, den Tag ausklingen. Und ja, Reh ist glaube ich auch froh, dass er da ist. Und oft sind die Notlösungen die besten Lösungen. Und allein die Wasserfarbe hinter mir anschaut, ist ein Traum. Wie man gesehen hat, ist es noch immer dicht. Das heißt, ich kann jetzt den Nachmittag auch noch genießen. Ich werde nachher noch ins Meer hüpfen, weil die Abfrischung brauche ich auf jeden Fall. Und ja, morgen geht es dann weiter und dann sollte alles passen. Ist so warm. Und jetzt kommen auch schon die anderen zwei. Nicht schwer zu übersehen. Und ja, mit den Palmen ist es knapp. Ja. Und wie warm ist es? Achtung, Steine! Ja, es sind Steine hier. Oh, aber das Wasser ist super warm. Oh mein Gott. Nachdem man gefühlt nicht tiefer reinkommt, ist die Sache jetzt einfach so rein. Und zum Vergleich, ich stehe hier immer noch so, aber es geht einfach ewig in der gleichen Tiefe rein. Das heißt, wir bleiben jetzt hier. Oh mein Gott. Und ja, das Wasser ist badewannenwarm hier in der Karibik. Oder auf der karibischen Seite von Mexiko. Ich weiß gar nicht, zählt es hier zur Karibik? Das ist doch ein schöner Tagesabschluss. Oh. Für einen Tag wie heute. Und morgen geht es dann Richtung Merida weiter.
Also ich muss sagen, viel schöner als hier kann es ja eigentlich gar nicht mehr sein, oder? Was denkt ihr? Das ist einfach traumhaft. Und hier vorne, das Weiße, das sind alles kleine Muscheln. Ich zeige es euch jetzt mal. Ich würde mal sagen, nach heute ist es wirklich die Entlohnung, dass wir jetzt hier gelandet sind. Nach dem ganzen Stress, den vor allem natürlich wieder Tobi hatte. Ja, ich glaube, das haben wir uns heute tatsächlich wirklich verdient. Rio, du sollst herschauen, ein Foto machen, nicht hochhüpfen aus dem Bild. Rio, komm mal her. Ja. Jetzt hol ihn. So, nach 2 Nächten und mit den Drohnenaufnahmen geht es jetzt weiter für uns. Leider Gottes haben wir heute festgestellt, dass wir jetzt innerhalb kürzester Zeit das 3. Kühlmittelleck haben. Und zwar am Behälter selber, da wo wir es geklebt hatten. Wir haben jetzt hier nochmal provisorisch Zeug draufgeklebt. Es ist leider nicht 100% fest, aber wir müssen jetzt um 10 hier weg, weil das ist die Zeit des Verlassens auf dem Platz hier, und hoffen einfach, dass es jetzt die 250 Kilometer bis Merida hält. Da gibt es einen deutschen Mechaniker und da lassen wir dann den Kühlmittelausgleichsbehälter machen und nochmal die Schläuche neu. Ein Teil der Strecke, die wir jetzt fahren werden, fahren wir mit offener Klappe, um zu schauen, ob es weiterhin dicht ist, damit wir ein Augenmerk drauf haben und es kontrollieren können, auch während der Fahrt. Wie ihr sehen könnt, läuft gerade nicht alles rund bei uns, aber so Zeiten gibt es beim Langzeitreisen natürlich auch. Wir freuen uns, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Abo, Like und Kommentar da lasst und wir uns nächste Woche wiedersehen und wir euch dann zeigen können, wie und ob es weitergeht. Das Zeug ist echt der Hammer für gewöhnlich. Natürlich war es wieder undicht. Und ich glaube, das Das ist auf dem Teil dann auch nicht. Teil im Primer.